Nachdem ich in der letzten Folge an meine psychischen Grenzen gekommen bin, kippt meine Erfahrung in den folgenden Tagen in die andere Richtung. Die unglaubliche Gastfreundschaft der Peruaner bringt mir meine Freude am Reisen zurück und wiegt die Strapazen mehr als auf. Ich fühle mich langsam schon echt einfach schlecht, weil ich wirklich gar nichts dafür mache. Ich glaube, ich muss mal einen Counter machen, wie viel Geld ich einfach mit Existieren gemacht habe. Also heute ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr im Ansatz überreißen kann, was ich alles bekommen habe. Neuer Tag, neues Glück. Also by the way, bevor ich jetzt abbaue, ich gebe dem Schlafplatz, glaube ich, so eine 4 auf der Homeless-Skala. Schau ich mal, dass ich gut rauskomme hier aus der Stadt. Vielleicht finde ich da günstige Sachen, das schaue ich jetzt mal. Das hier ist echt brutal. Das ist so, glaube ich, so Walmart-mäßig in den USA, dass es einfach alles gibt und halt auch ein bisschen Essen. In Ecuador durfte man seine Rucksäcke und so oft nicht mit reinnehmen. Die haben mir gesagt, ich soll mir einen Einkaufswagen nehmen. Ich habe wirklich alle Preise angeschaut, das ist halt immer ein bisschen teurer als auf Märkten. Ich versuche außerhalb der Stadt in der prallen Sonne zu hitchhiken, aber wirklich niemand hält an. Kam gerade eine Frau, weil ich hier jetzt mir hingesetzt habe, die mich schon die ganze Zeit gesehen hat beim Hitchhiken und meinte, irgendwie sie ruft einen, ich habe es nicht ganz verstanden, ich glaube sie ruft einen Onkel von sich an, der irgendwie Busfahrer ist oder so. Und wenn er gerade in die Richtung fährt, wo ich hin will, dann nimmt er mich mit. Wurde sie einfach zum Mittagessen eingeladen vom Fahrer, das ist wirklich der Wahnsinn. So, da fährt er dahin. Dieser nette Mann begleitet mich ein ganzes Stück. Als ein Bus an uns vorbeifährt, halte ich mehr spaßeshalber den Daumen raus und werde prompt mitgenommen. So, ich bin jetzt in der nächsten Stadt. Weiß nicht mal, wie die heißt. Weiß eigentlich gar nichts. Mache mir jetzt mal auf die Suche nach was zu essen. Ich hoffe, ich finde diesmal einen Markt oder sowas. Ich habe was aufgetrieben. Mehr hatten sie nicht, aber ich habe jetzt 2 Bananen, 2 Eier, 2 Zoll. Spaß. Ich hoffe, man sieht ihn dann noch wegfahren. Der Typ kam jetzt gerade mit dem Motorrad, hat mich gefragt, ja, was machst du, was kochst du? Und dann hat er mir 2 Soll in die Hand gedrückt. Also wirklich jedes Mal, wenn ich am Kochen bin, kommen die Leute einfach und geben einem Geld. Nach dem Essen lese ich noch ein wenig, dann baue ich auch schon mein Zelt für die Nacht auf. So, es ist gerade mal 18 Uhr. Ich bin schon im Zelt. Draußen regnet es einfach. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. By the way, habe ich mir heute wegen dem Hut, man sieht es auf der Kamera, nur die Nasenspitze verbrannt, wie Rudolf das Rentier. Das ist echt mega lustig. Oder wie ein Clown schaue ich aus, das könnte man auch sagen. Morgens mache ich mich gleich auf den Weg weiter zu trampen. Nach nur 5 Minuten werde ich von einem Bus über 1,5 Stunden in die nächste Stadt, Chota, mitgenommen. Sie sagt mir, der Laden hat auch Gemüse. Bitte. Ich habe Tomaten. 3 Tomaten, 1 Zoll. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Also so langsam ist das alles echt nicht mehr fassbar. Ich wollte gerade anfangen zu kochen, habe meine Pfanne ausgepackt. Kommt eine Frau, spricht mir an, ja, und wo kommst du her, bla bla bla, und du kochst hier, ja, und drückt mir 20 Zoll in die Hand. Das ist also, ich weiß nicht, also gefühlt, bei Peru muss man nicht Straßenmusik machen, sondern einfach den ganzen Tag kochen. Also ich fühle mich langsam schon echt einfach schlecht, weil ich wirklich gar nichts dafür mache. Es gibt mal wieder Reis mit Tomate. Der gute Mann hier sagt gerade einfach so, ja, ich fahre dahin, ich fahre nach Cajamarca, du kannst nachher mitfahren. So, ich bin jetzt unerwartet schnell wieder zurück. Die haben mir gesagt, ja, Cajamarca. Dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde gewartet, bis die losfahren oder so. Jetzt haben die mich irgendwie gefühlt eine Viertelstunde ins nächste Dorf Bambamarca gefahren. Vielleicht ist es ja für was gut. Der nächste Typ hat mir einfach, also ich wollte das Auto hitchhiken, er sagt so, nee, ich fahre da nicht hin, aber jetzt so 10 Zoll. Das ist doch nicht mehr normal. Straßenmusik ist auch nicht irgendwie jetzt, sag ich mal, eine edle Art Geld zu verdienen so, aber wenigstens macht man was. Aber ich glaube, ich muss mal einen Counter machen, wie viel Geld ich einfach mit Existieren gemacht habe. Das ist ja wirklich, also ich fühle mich jetzt echt langsam schlecht. Mein nächster Ride nimmt mich komplett bis Cajamarca mit, sodass ich einen Tag früher als erwartet dort ankomme. Nachdem ich mich abwechslungsreich mit Eierreis gestärkt habe, gehe ich noch ein wenig die Stadt erkunden. Da ich die Stadt noch nicht kenne, schlafe ich die erste Nacht wieder sicher bei einer Tankstelle. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, mir ist einfach der String da durchgefasst, der nagelneu. Ich bin jetzt gerade mein Zelt hier am Aufbauen, weil der übergeiler Spot. Und dann kommt einer so, ja und wie geht's, bla bla bla, wieder kurzes Gespräch, drückt mir 2 Soll in die Hand. Also die Nichtsmachen-Seite wächst, ich muss jetzt echt die nächsten Tage richtig viel Straßenmusik machen, damit ich ein bisschen das ausgleiche, weil das ist echt brutal. Also heute habe ich, glaube ich, 32 Soll bekommen oder so, das ist geisteskrank. Ich mache meinen aktuellen Budget
8 Tage essen. Guten Morgen. Hier in Cajamarca ist echt kalt, also gerade ohne Isomatte, das habe ich echt gemerkt. Die letzten paar Stunden mit T-Shirt und Fleecejacke voll zugeschlafen. Es hört wirklich nicht auf. Ich war jetzt hier gerade mein Zelt am Zahnpack und dann kommt der da oben das Restaurant hat. Halt hier bitte Ordnung, macht das alles irgendwie ins Zelt rein, dass es nicht so ausschaut. Und es ist er dann hoch und kommt nochmal wieder. Ey, hast du gefrühstückt? Komm, mach fertig und dann komm hoch, dann kriegst du Frühstück. Jetzt hier echt so ein Hammer-Frühstück bekommen. Boah, sau lecker. Er hat mich hier auf Frühstück eingeladen. Chamba. 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 Muy sabroso. Espero te guste. Ando, pica. Pica mucho. Ah, eso pica mucho. Pica mucho. Pero le das Oh, sí, pica mucho. Also jetzt wird's zu viel. Er hat mich gerade gefragt, ob ich was für meine Reise brauche. Ich sag nein. Er sagt, ja, ich kann dir ein kleines Messer geben. Und ich habe ja kein Messer mehr. Weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Alter. Also besser geht's echt. Ich pack's nicht mehr. Das will ich an dermaßen. Er hat mich jetzt auch noch gefragt, ob ich noch was anderes brauche, ob ich Feuerzeug brauche, ob ich das und das brauche. Ich habe alles abgenimmt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mein Zeug laden will. Also mache ich jetzt hier. Ich durfte hier noch Internet benutzen und alles. Und jetzt wurde ich gefragt, ob ich hier über die Mittagszeit Gitarre spielen will. Also erstmal mich gefragt, ob ich die Gitarre überhaupt zu bedienen weiß. Und jetzt darf ich hier über die Mittagszeit so eine Art Konzert geben und krieg dafür ein Mittagessen. Ich bin echt normal nie nervös, aber jetzt bin ich echt ein bisschen nervös. Ich soll 1,5 Stunden, 1 Stunde bis 1,5 spielen. Jetzt hier meine Liste gemacht. Mit 16 Liedern, die ich spielen kann. Halbwegs, also mehr oder weniger spielen kann. Jetzt hoffen wir mal, dass das irgendwie halbwegs was wird. Die Session lief jetzt echt überraschend gut. Da hat mal wieder bei mir echt die Rampensau reingekickt. Ich bin richtig happy, weil es war so richtiger Gig irgendwie und jetzt fühlt sich einfach gut an. Erstmal gibt es einen leckeren Salat. Willkommen bei Luxusreisen Möhring. Wir reisen durch die edelsten Restaurants des Landes. Übertrieben geiler Fisch. Ein Riesenstück, aber egal. Und so sieht ein glücklicher Mensch aus. Hola, Maiko. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que te vaya bien. Suerte. Wir haben noch Gäste noch 10 Soles gegeben und die haben mir auch nochmal 10 Soles gegeben. Und am Ende habe ich ihn gefragt, was die günstigste Tienda ist und dann hat er mir noch Eier in die Hand gedrückt. Sowas habe ich im Leben noch nicht erlebt. Muchas gracias. Gracias también. Neuer String. Alter, sind da viele, das könnte richtig gut werden. Abends geht es noch für eine Session Straßenmusik in die Stadt. Bei Straßenmusik hat man immer einen Split zwischen, sag ich mal, Spaß und so, ich brauche halt schon irgendwie das Geld. Und heute, dadurch, dass der Tag halt durch die Restaurant-Session eigentlich schon, egal was passiert, wer gut war, habe ich so befreit und gut gespielt. Ich habe so richtig Spaß gehabt. Ich habe ein Grinsen, habe ich auch immer noch, wirklich ein Grinsen im Gesicht wegen diesem Tag. Unfassbar. Als Abendessen gönne ich mir Reis mit Ei. Jetzt kam gerade so eine alte Frau, mir hat irgendwie Hallo gesagt, kommt und gibt mir noch so Semmel, werde ich gleich mal probieren. Also heute ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr im Ansatz überreißen kann, was ich alles bekommen habe. So, in dem Park habe ich ja am ersten Tag schon gekocht. Hier werde ich mir jetzt zum Schlafen hinlegen. Nach einem unglaublichen Tag schlage ich glücklich und zufrieden mein Nachtlager auf und bin sofort eingeschlafen. Morgen richtig gut geschlafen wieder. Morgens wird als erstes der neue String in die Gitarre gezogen. Noch etwas zum Kochen am Markt holen und dann geht's direkt an die Arbeit. Heute speziell für mich eine sehr, sehr starke Überwindung, hier anzufangen zu spielen. Ich befinde mich auf einer kleinen Irrfahrt. Ich wollte eigentlich einfach nur zur Tankstelle, weil mein Benzin für den Kocher leer ist. Ich laufe jetzt irgendwie seit einer Stunde und habe immer noch keine Tankstelle gefunden. Ich bin back, glaube ich, am Plaza de Armas. Von da, von der Straße bin ich gekommen. Und ich meine, hier hätte ich lang gemusst. Ich bin jetzt irgendwie 2 Kilometer oder was. Bin ich komplett falsche Richtung gelaufen. Ich habe es geschafft. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich bei Maiko und Kathi nochmal vorbeischauen. Ich will Maiko und Kathi nur Hallo sagen, aber sie laden mich trotz meines Widerspruchs wieder auf ein Mittagessen ein. Brutal. Ich fühle mich jetzt wirklich schlecht, ey. Ich war da jetzt eigentlich wirklich nur oben, um ein Foto zu machen.
Und dann meinen die, ja, so, wir laden dich wieder zum Mittagessen ein. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen kann. An alle, die das Video sehen und vielleicht irgendwann in Peru sind, geht hier zu Azúcar und Sal. Das ist bei der Primax-Tankstelle hier. Seitlich so eine Treppe hoch, unscheinbar hier. Azúcar y Sal. Wirklich, jeder, der in Peru ist, sauleckeres Essen und die nettesten Menschen der Welt. Also, ja, ich weiß nicht, was ich anders machen kann, ehrlicherweise. Ich lerne eine Gruppe Boxer kennen, mit denen ich mich direkt anfreunde. Statt einer weiteren Gitarrensession verbringe ich den gesamten Abend mit ihnen. Ich verabrede mich, am nächsten Montag mit ins Training zu kommen. Sensaciones, hay emociones, tradiciones que se respetan y estas son las elecciones. Escojo el rap en mi camino, mi visión, mi oficio que me lleva a otro tipo de destino. Y si me creo un cretino, discúlpeme por favor, yo solamente trato de aliviar y calmar mi dolor. Cuando yo solamente muestro una señal de amor, es lo que hago el rap por siempre, por favor. ¡Qué buena canción es! Pa' que ya me vaya bien, me siento bien. He crecido en la Belén, en Cajamarca City, desde Cerro Santa, así también demostrando en un graffiti con la pana Mia Khalifa, demostrando armonía. Ich habe gerade mit den Jungs, der da noch Gitarre gespielt, und der eine hat mir jetzt irgendwie, hat mich gefragt, ob ich das schon mal probiert habe, und hat mir irgendwie Essen in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht genau, was es ist. So, jetzt schauen wir mal. Boah, riecht übertrieben lecker. Ich glaube, das ist echt Tee. Ja, das ist Tee, aber der ist pappsüß. Der ist lecker, saulecker, aber Alter, ist da Zucker drin. Aber gut, wir sind in Südamerika, was erwarte ich? Als ich auf der Parkbank sitze, kommt ein Straßenverkäufer, der vor dem Park seinen Stand hat und lädt mich auf eine Portion Salchipapa, also Pommes mit Salat und Hühnchen ein. Also ich darf jetzt wenigstens, ich habe jetzt gefragt, darf wenigstens helfen, hier ein bisschen sauber zu machen, den ganzen Stand. Ich wollte gerade den Hering festtreten und habe den Hering einfach sauber durch meine Adilette durchgefetzt. Alter, scheiße. Nächste Woche geht's weiter. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut ich mich gerade fühle. Ich habe auf jeden Fall heute Morgen auch nicht gekotzt. Ich habe halt kein Wasser, kann also entsprechend nachher auch nicht kochen. Also ich bin wirklich völlig fertig mit dem Leben.